Versprochen ist versprochen. Bei dem Video, wo ich euch unser Dashboard für Home Assistant gezeigt habe, habe ich gesagt, wenn genug Leute sagen, dass sie wissen möchten, wie man das baut, dann erstelle ich extra ein Video, wie ich euch zeige, wo man das 1:1, Stück für Stück, Schritt für Schritt nachbauen kann. Also, versprochen ist versprochen, hier ist das Video. Ich denke, es wird ein eher längeres Video, also sollten wir mit dem Gequatsche direkt mal aufhören. Wenn ihr zukünftig solchen Content, solche Videos nicht verpassen wollt, wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da. Ansonsten, Film ab! Wichtiger Hinweis, wir werden in diesem Video viele Entwicklungen aus dem Home Assistant Community Store nutzen. Wenn ihr den Home Assistant Community Store nicht habt, dann oben rechts das Video, dann habt ihr das ganz schnell runtergeladen, bei euch ins Home Assistant reingebracht und dann könnt ihr genau hier weitermachen. Und hier kommen wir auch direkt zum zweiten wichtigen Hinweis. Ich werde nicht einzeln alle Entwicklungen, die ich hier nutze, euch erzählen können, dann würde das Video 5 Stunden lang werden und ich weiß, das würde keiner sich anschauen, außer ein paar Hardcore-Fans, bei denen ich mich jetzt schon bedanke, dass die das machen würden. Ich zeige euch aber, welche Codeschnipsel ich genutzt habe und diese Codeschnipsel findet ihr dann auch auf meiner Seite in GitHub. Das packe ich euch alles unten in die Beschreibungsbox. Bei mir lohnt es sich allgemein immer in die Beschreibungsbox zu schauen. Also auch bei anderen Videos, schaut da mal vorbei, vielleicht findet ihr dort auch mal eine Überraschung. Spaß beiseite. Somit wissen wir jetzt hier die Fahrtrichtung und somit steigen wir ein. Wo wir es eben vom Hex hatten, ich zeige euch ganz kurz, mit welchen Entwicklungen wir heute zu tun haben werden, bevor wir mit dem Bauen beginnen. Wir werden mit dem Mushroom Design hier zu tun haben, mit der Mini Graph Card. Bubble Card auf jeden Fall, auch die Button Card. Wir werden auch Powerflow Card Plus ist euch überlassen, wenn ihr das reinbringen möchtet. Ich werde später im Energiebereich kurz zeigen. Wenn ihr das haben möchtet, oben rechts das Video, habe ich dazu gemacht. Ist eine ziemlich coole Karte, kann ich voll empfehlen. Kiosk Mode auch, um oben die Leiste auszublenden. Die Barcard für die Batterien. Weather Chart Card könnt ihr benutzen. Und sonst Simple Weather Card werden wir auf jeden Fall benutzen. Weather Radar Card liegt an euch, ob ihr das möchtet. Ganz wichtig, Deutscher Wetterdienst oder einen anderen Wetterdienst, womit ihr bei euch in der Zone die Wetterdaten abgreifen könnt. Und weil wir in Deutschland leben, natürlich der Deutsche Wetterdienst. Und alle anderen Sachen sind eigentlich nicht relevant. Ich packe euch das Ganze auch unten in die Beschreibungsbox mit den URLs für die Custom Repositories, wenn man es nicht direkt im Hex finden kann, wie ihr Custom Repositories und so weiter hier reinbekommt. Das habe ich auch in diesem Video mit dem Hex gezeigt. Deshalb gehe ich jetzt hier nicht drauf ein. Also jetzt wisst ihr Bescheid, das ist das Inventar, womit wir derzeit arbeiten. Und jetzt geht's ans Bauen. Also zieht eure Bauhelme an und gehen wir rüber in die Baustelle. In der Baustelle habe ich euch schon viele Sachen vorbereitet, einfach, dass ihr wisst, was wo genau passiert. Zum Beispiel hier oben die Mushroom Chips und so weiter. Ich werde aber trotzdem mit euch in diesem Video jeweils immer ein Element nachbauen, dass ihr das gesehen habt und einfach euch die Berührungsängste hier wegnehmen und euch einfach für das Thema sensibilisieren und zeigen, dass es gar nicht so kompliziert ist. Ich werde euch auch hier und dort ein paar Pro-Tipps geben, gerade beim Kopieren später von Räumen, dass ihr das nicht alles irgendwie 100-mal händisch machen müsst. Ihr seht, voller Service hier in diesem Video. Also, los geht's, gehen wir hier in den Bearbeitungsmodus. Wir sind jetzt hier in der Baustelle und das ist der erste Bereich. Ich habe hier Abschnitte benutzt. Das ist jetzt nur für mich, ist jetzt für euch nicht wichtig. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Die URL nennen, wie ihr wollt. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist aber, dass ihr zum Beispiel die Maximalzahl von Abschnitten auf 2 setzt. Das hilft euch einfach, weil ihr dann auf der einen Seite das Gerüst bauen könnt und auf der anderen Seite die Sachen für die Bubble Card, für die Pop-ups. Werdet ihr dann später verstehen, wenn wir soweit sind. Und alles andere ist jetzt eigentlich nicht so relevant. Beginnen wir hier nun mit den Mushroom Chips und suchen hier einmal nach Chips und da ist es auch schon. Bei den Mushroom Chips könnt ihr hier so kleine Chip-Icons machen, die können auch unterschiedliche Größen haben und da könnt ihr auch die Ausrichtung der Icons dann selber bestimmen, nur für euch zur Info. Und da gibt es auch einige, sag ich mal, Vorlagen. Die Vorlage, die ich aber sehr gerne nutze, ist hier eigentlich zu Englisch Template, heißt jetzt auch Vorlage. Und davon machen wir eins rein, das ist jetzt leer, ist nicht schlimm, wir drücken hier einmal auf dieses Bleistift und dann kommen wir hier in diesen Bearbeitungsmodus. Wundert euch nicht, wenn ich in dem Video hin und wieder nach rechts schaue, weil dort habe ich meinen zweiten Bildschirm und dann kann ich dort ganz einfach den Code für euch kopieren und dann noch besser für euch erklären. Warum das Rad zweimal erfinden, sonst wird das Video viel zu lang werden. Ich mache jetzt hier
mit euch die Chipskarte, wie ich das bei der Garage gemacht hatte. Als Entität braucht ihr hier nichts. Wir brauchen aber was im Bereich des Symbols. Und dort packe ich euch einen Codeschnipsel rein. Wie gesagt, findet ihr auf GitHub. Und dieser Codeschnipsel sagt, wenn der Binärsensor von meiner Garage, also der, wo auf und zu signalisiert, offen oder zu ist, dann soll sich hier das Icon von dieser Chipkarte verändern. Mehr sagt dieser Codeschnipsel nicht aus. Erschreckt euch nicht von den Codeschnipseln, die tun nicht weh, helfen aber sehr viel. Jetzt haben wir unser dynamisches Icon. Ihr könnt natürlich auch die Icon hier verändern. Ich habe einfach diese beiden MDIs genommen. Jetzt kommen wir zur Icon-Farbe und dort kommt auch ein Codeschnipsel. Achtung, wir beziehen uns wieder auf den Magnetschalter, der auf und zu signalisiert. Und er soll sagen, je nachdem welcher Zustand hier gegeben ist, dass es rot oder grün ist. Zum Beispiel jetzt ist die Garage zu, also soll es grün sein. Ich könnte zum Beispiel auch hier, wenn ich mal Purple eingebe, könnte ich das auch in einer anderen Farbe darstellen lassen. Ihr seht, das tut nicht weh. Das geht ganz einfach von der Hand. Und ich möchte euch animieren und Impulse geben, einfach damit ein bisschen rumzuspielen. Und dann müsst ihr nicht die langweiligen Farben von mir benutzen. Im Bereich Bild haben wir nichts. Wir brauchen aber hier unten jetzt etwas, um hier das Ganze zu schalten. Dafür brauchen wir eine Aktion. Und bei Aktion brauchen wir Switch. Und wir brauchen einen Switch Turn-On. In meinem Fall mache ich das so, wenn eure Garage anders von euch geöffnet wird, geschlossen wird, dann könnt ihr das so einstellen. Wenn ihr das so machen möchtet wie ich, oben rechts das Video, dann könnt ihr eure Garage bzw. euren Garagentor auch smart machen. Und dann wähle ich hier einmal das Garagentor aus. Und jetzt, Achtung, wenn ich jetzt hier drauf drücke, sollte es rot werden und hier das Icon sich ändern. Sehr gut. Jetzt drücke ich nochmal drauf. Zweiter Impuls, er ist stehen geblieben. Jetzt drücke ich noch einmal drauf und er sollte wieder runterfahren und das Icon sollte wieder grün werden. Sehr gut. Hat geklappt. Habt ihr gesehen? Easy. Jetzt können wir hier speichern und wenn wir jetzt zum Beispiel weitere Vorlagen hier hinzufügen möchten, dann können wir das hier machen und können dann hier mit weiteren Vorlagen arbeiten. Zum Beispiel auch eure Haustür oder andere Favoriten, die ihr einfach machen möchtet. Und jetzt, wo wir das gemacht haben, können wir das Ganze nach oben schieben und dann haben wir das auch fertig und können das gedanklich abhaken. Kommen wir nun zum zweiten Teil und zwar den Personenkarten und später zu der Autokarte. Hier habe ich einen Horizontalstapel benutzt und einmal die Mushroom Template Card. Also bauen wir das Ganze einmal nach. Wir holen hier einmal den Stapel, also ist der Horizontal Stack und der Querstapel ist der Vertical Stack, hier wegen der Übersetzung, wundert euch nicht. Und dann brauchen wir hier eine Mushroom Template Card. Wunderbar. Jetzt sind wir auch direkt hier im Bearbeitungsmodus und hier fangen wir hier oben mit der Entität an und zwar brauchen wir eine Person, weil es ja eine Personenkarte ist. Ich wähle in diesem Fall mich aus. Das können wir wegmachen, das brauchen wir nicht. Die Primärinformation mache ich bei uns auch weg. Ihr könnt dort für euch Sachen reinmachen, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, wir bauen das heute nur nach, wie wir das haben. Beim Batch-Icon wird es jetzt ganz spannend, denn dort habe ich auch einen kleinen Codeschnipsel. Je nachdem, wo ich mich derzeit befinde, also zu Hause oder nicht zu Hause, ganz wichtig, verändert sich hier das Icon. Ihr könntet natürlich multiple Regeln hier einbauen, wie zu Hause, bei den Eltern, beim Sportverein, im Schrebergarten, so dass ihr dann 4, 5 Farben hier durchspielen könnt. Nur für euch zur Info. Und wo wir es hier von den Farben haben, beziehungsweise Icons, und das gleiche könnt ihr dann hier auch mit den Farben machen. Ich habe das relativ einfach gehalten. Ich werde das irgendwann mal noch ausbauen, aber derzeit habe ich nicht so viel Zeit hier zu investieren. Ich muss ja Videos für euch produzieren. Und jetzt kommen wir noch zum Bild, denn hier oben haben wir noch gar nichts, wie ihr sehen könnt. Und wir nehmen hier unser Bild von der Person und dann taucht das Ganze auch hier schon auf. Habt ihr das auch hier fertig und so einfach ist das. Mehr ist hier nicht zu machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel weitere Personen hier hinzufügen möchtet, ist das relativ einfach. Ihr könnt natürlich über das Plus machen, aber Pro-Tipp an dieser Stelle, wir gehen zum Code-Editor und wir kopieren uns hier einmal diesen Teil und dann gehen wir hier ganz an den Anfang und packen es einfach hier rein. Jetzt sehe ich gerade, ich habe den Vertical Stack genommen. Sorry, ich wollte den Horizontal Stack nehmen. So, und jetzt sieht das auch deutlich besser aus. Und zack, habt ihr eine zweite Person.
Ihr könnt zum Beispiel wieder in den visuellen Editor gehen, dann hier zur 2 und könnt dann hier zum Beispiel eine Person eintragen, die Werte hier verändern oder nicht verändern. Ganz easy, sehr viel Zeit euch gespart. Sehr gut. Wir sind aber damit nicht fertig, denn bei unserem Dashboard haben wir noch ganz rechts eine Karte für die Autos. Also wir haben nur ein Auto, aber manche haben ja mehrere Autos zu Hause und dazu haben wir dann eine Bubble Card gebaut. Und wenn wir zum Beispiel eins für das Auto bauen möchten, ist das relativ einfach. Wir nehmen hier nochmal eine Template-Karte. Als Symbol nehmen wir hier Auto und bei Icon Farbe haben wir, wenn das Auto zu Hause ist, also wenn keiner mit dem Auto rumfährt, es quasi vorhanden ist zu fahren, dann ist es grün. Wenn es nicht zu Hause ist, dann rot. Wenn zum Beispiel meine Frau weggefahren ist, dann weiß ich ja, okay, ich muss laufen oder Fahrrad oder Straßenbahn. Das können wir wegmachen, das können wir wegmachen. Ihr könntet natürlich weitere Informationen einblenden, aber ich mag es clean. Und somit ist das eigentlich auch fertig, bis auf einen Punkt. Wir müssen nämlich etwas jetzt machen für die Bubble Card, denn beim Verhalten beim Antippen, wenn wir das antippen, möchten wir, dass wir zur Bubble Card, zu dem Pop-up navigiert werden. Deshalb nehmen wir hier Navigation und nehmen hier, nicht wundern, dass ich hier mit einem Hashtag anfange, Auto 2, weil Auto 1 habe ich ja schon bei uns, deshalb hier Auto 2. Dann speichern wir. Und dann können wir das Ganze hier nach oben bringen. Jetzt bauen wir für dieses Auto eine Bubble Card. So, und ihr seht, ich habe euch schon hier so eine Bubble Card vorbereitet. Ich kann es eigentlich auch wieder wegmachen. Dann bauen wir es einfach neu. Um eine Bubble Card zu bauen, müsst ihr immer mit einem Vertical Stack anfangen, also mit einem Stapel und dann die Bubble Card hinzufügen. Warum? Ist so. Das funktioniert so. Das ist die Bedingung dafür. Anders funktioniert das nicht. Und jetzt kann ich hier einmal die Bubble Card nehmen. Beim Card-Type von der Bubble Card nehmen wir natürlich Pop-up. Ne? Was denn sonst? Jetzt sagt er schon hier Pop-up Name und da machen wir gleich mal Auto 2 rein, bevor wir es vergessen. Denn wenn wir hier draufdrücken, sollen wir zum Auto 2, beziehungsweise wenn wir auf Auto 2 draufdrücken, sollen wir hier navigiert werden. Als nächstes springen wir hier in die Header-Settings ein. Ganz wichtig, ich werde euch von der Bubble Card nicht alles erwähnen, weil, Leute, es ist so eine mächtige Entwicklung geworden. Vorher konnte man einfach nur 3, 4 Einstellungen machen. Jetzt kann man irgendwie 100 Einstellungen machen. Das ist einfach so viel. Also da können wir nicht drauf eingehen. Wir werden aber bei Button Type hier Name Text machen, dass wir hier so einen tollen Text haben. Und dort machen wir einfach Auto. Ne, sieht doch schon mal super aus. Und hier nehmen wir auch ein einheitliches mit dem anderen. Also da geht viel. Das könnten wir ausschalten. Das habe ich jetzt bei mir nicht. Und alles andere ist eigentlich okay. Somit war es das eigentlich schon. Jetzt haben wir das schon errichtet. Jetzt müssen wir die Bubble Card aber weiterbauen, weil wir haben zwar Header, aber noch keinen Inhalt. Und dann drücken wir hier auf ein Plus. Und jetzt könnt ihr mehr oder weniger alles hier reinpacken, was ihr möchtet. Und so wie das Auto bei uns gebaut ist, ist eine Bildentität. Und seht ihr, das baut sich dann hier so auf. Ich kann jetzt mal versuchen, ganz kurz den Code von dem Auto hier rüber zu kopieren. Und da habe ich es runterkopiert. So, das ist, weil es schon bei mir vorbereitet ist. Gar keine Frage. Und jetzt ist dieses Pop-up tatsächlich fertig. Und wenn ich zum Beispiel mehrere Autos habe, dann kann ich hier einfach auf ein Plus gehen, meine Autokarte hier hinzufügen, sei es eine spezielle Autokarte oder wie ich, über eine Bildentität und dann ist das hier drunter. Einfach hier mit einem Plus, dann wird es hier unten bei der Bubble Card hinzugefügt. Jetzt speichern wir einmal, drücken auf Fertig und jetzt drücken wir hier auf das Auto. Und wie ihr seht, erscheint dann hier die Bubble Card. Also es hat geklappt. Ne, ihr habt verstanden, wie das Ganze zusammenhängt. Ich muss hier bei dieser Karte navigieren, Hashtag, den Bereich, wo ich navigieren möchte und bei der Bubble Card direkt eingeben, hierhin soll das navigiert werden. Ne, ganz wichtig. Ich mag die Simple Weather Card deshalb, weil sie schmal ist, auf einen Blick die wichtigsten Infos gibt, aber manchmal reicht das natürlich nicht. Man möchte ja wissen, wie es so den Tag über aussieht, die nächsten Tage aussieht und so einen Bewölkungsbereich und so weiter. Und dann kann man sich ein Pop-up machen, wenn man draufdrückt, dass man dann mehrere Informationen bekommt. Und das machen wir jetzt. Die Simple Weather Card habe ich aus dem Hex natürlich mir runtergeladen. Das Krasse ist aber, der hat keinen visuellen Editor. Das bedeutet, wenn ihr das jetzt selber einrichten möchtet, dann müsst ihr jetzt wirklich coden. Aber Leute, nicht versagen, Smart-Zeug fragen. Und dazu packen wir das rein. Und ich gehe ganz kurz mit euch den Code durch.
Als Entität nehmen wir Weather zu Hause. Und das ist hier der Link zum deutschen Wetterdienst. Wenn ihr den deutschen Wetterdienst bei euch eingerichtet habt, dann könnt ihr zum Beispiel eine Entität anlegen für euren Bereich, daheim, zu Hause, whatever. Dann zieht er sich automatisch die Information hier. Ich sage dann hier zum Beispiel, dass ich hier Windinformation haben möchte, auch die Niederschlagswahrscheinlichkeit und so weiter. Und ganz wichtig, das Ganze müsst ihr nicht haben, ihr könnt es euch auch wegmachen, ne, dann fliegt es weg. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist hier das Tab-Action, nochmal ein Navigate, ihr kennt euch ja aus, und in dem Fall Hashtag Wetter 2, weil Wetter 1 habe ich ja, und speichern das Ganze. Ich schiebe das gerade mal drunter. Und jetzt bauen wir dafür eine Bubble Card. Dazu brauchen wir wieder einen Stapel, denn wir bauen ja eine neue Bubble Card und suchen dann hier wieder die Bubble Card. Als Card Type nehmen wir, ihr wisst es ja schon, ihr seid schon Profis, Pop-up. Jetzt nehmen wir hier Wetter 2, war es, glaube ich. Dann können wir auch direkt loslegen hier mit dem Einrichten dieser Karte. Bei den Header Settings machen wir wieder hier einmal Name Text. Als Name können wir einfach Wetter machen, dass das dann hier kommt. Und dann Icon, eine Sonne nehmen. Und somit haben wir schon mal hier den Kopfbereich unseres Pop-ups. Dann machen wir jetzt ein Plus, weil wir möchten hier eine weitere Karte hinzufügen. Und jetzt habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt einfach, welche Wetterkarte wir benutzen. Und das ist die Weather Chart Card, einfach diese hier. Und der zieht sich automatisch vom deutschen Wetterdienst Integration hier die Information rein und dann sieht das Ganze schon wie folgt aus. Und das Tolle ist, ich kann das Ganze hier über den visuellen Editor verändern. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte eher solche Linien anstatt solche Blöcke, aber ich gehe jetzt nicht auf die Punkte ein, wollte euch nur zeigen, das könnt ihr dann euren Bedürfnissen hier anpassen und das ist dann jetzt hier hinzugefügt in die Bubble Card. Ja, das ist ziemlich cool, ne? Also ich persönlich finde es auch ziemlich cool. Vielleicht möchtet ihr jetzt auch noch sowas wie sieht denn das hier mit der Bewölkung aus? Und da gibt es dann auch eine Entwicklung dafür. Und dann nehmen wir die Weather Radar Card. Dann habe ich hier diese Karte und die spielt dann automatisch ab, wie hier das mit dem Regen und so weiter aussieht. Ich könnte jetzt natürlich noch zoomen und so weiter. Wie gesagt, auf solche Details gehe ich nicht ein, weil dann wird das Video viel zu lang. Also bitte seht mir das nach. Da erwarte ich einfach, dass ihr selber hier mit diesem Spielen hier macht, hier eure Neugier geweckt wird. Wir speichern, drücken auf Fertig und testen das Ganze. Und da bekommen wir nun dieses Pop-up. Wir haben eben Kopfbereich festgelegt, dann hier diesen Bereich und diesen Bereich. Also wunderbar. Ihr seht, das Ganze geht relativ einfach von der Hand. Jetzt haben wir schon hier fast schon die Hälfte der Miete gemacht. Jetzt kommen wir nämlich zu den Raumbereichen und dann zu den speziellen Knöpfen bei uns im Dashboard. Also legen wir los, gehen wir zum Bearbeitungsmodus, erstellen uns jetzt ein Grundgerüst für Bäume und dort habe ich benutzt Vertical Stack, Horizontal Stack und Mushroom Template Card. Wichtig, anstatt der Mushroom Template Card könntet ihr zum Beispiel auch Kachelkarten benutzen und einfach bei der Kachelkarte dann auf Navigieren machen. Nur für euch zur Info, ich benutze noch die Mushroom Template Card, vielleicht switche ich irgendwann dann zu der Kachelkarte. Also legen wir los. Wir fangen erstmal mit einem Stapel an, mit dem Vertical Stack. Dann, jetzt wird es ein bisschen knifflig, machen wir ein Horizontal, weil ihr seht, das Ganze verschachtelt sich jetzt ein bisschen und dann holen wir uns hier die Template-Karte. Dann scrollen wir hier etwas weiter runter. Eine Entität brauchen wir jetzt hier nicht direkt, aber wir fangen hier direkt mal mit dem Symbol an. Denn zum Beispiel, wenn wir das Wohnzimmer nachbauen, können wir hier so ein tolles Sofa nehmen. Und bei Iconfarbe habe ich auch einen tollen Codeschnipsel für euch. Wenn hier irgendwelche Lichter im Wohnzimmer eingeschaltet sind, dann soll das Ganze orange leuchten. Und ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich aktiviere ganz kurz ein Licht im Wohnzimmer und dann sollte es jetzt orange leuchten. Seht ihr, wunderbar. Und wenn kein Licht leuchtet, dann eben kein Licht. Als primäre Information haben wir natürlich hier unser Wohnzimmer oder bei euch ein anderes Zimmer, das ist total okay. Und ich möchte natürlich hier an der Seite sehen, auf einen Blick, wenn ich das Handy aufmache, hey, wie warm oder kalt ist es denn dort? Also nehme ich hier den Status von dem Sensor vom Thermostat aus dem Wohnzimmer und dann wird der hier unten angezeigt. Auch schon so gut wie fertig. Dann machen wir hier noch ein Navigieren. Navigationspfad ist natürlich uns überlassen, zum Beispiel Sofa 2, also für Wohnzimmer.
und dann werden wir hier gleich mit der Bubble Card dort reingezogen. Aber wir sind nicht fertig. So eine Wohnung, ein Haus hat ja sehr viele Zimmer und jetzt könnte man denken, oh, muss ich denn jetzt bei jedem Zimmer hier so ein Teil durchmachen? Es gibt eine einfache Variante. Ihr könnt zum Code-Editor gehen, könnt das hier zum Beispiel kopieren und dann einfach hier eingeben, dann habt ihr hier euer zweites Zimmer. Und dann ändert er hier noch, sag ich mal, die ganzen Bezeichnungen, nennt das zum Beispiel Küche, ändert hier den Sensor vom Thermostat. Aber ihr könntet auch hier zum visuellen Editor springen und dann hier direkt das so ändern. Das würde auch gehen. Also da einfach viele Wege führen nach Rom. Und wenn ihr sagt, okay, wie kriege ich aber jetzt wirklich mehrere Zimmer hin, dann kopiert ihr hier noch den Horizontalstapel, geht hier wieder an den Anfang. Zack, haben wir direkt 2 Zimmer erstellt. Wie cool ist das denn? Und das Ganze könntet ihr wirklich unendlich weitermachen. Wir speichern das Ganze und das packen wir mal hier hin, einfach, dass wir es dann abgeschlossen haben. Also, los geht's. Jetzt wird die Bubble Card etwas mehr Informationen behalten und das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich freue mich schon drauf. Wir fangen wieder an mit einem Stapel und dann fangen wir an mit der Bubble Card. Als Card-Type nehmen wir natürlich, ihr wisst es schon, ein Pop-up. So, der Pop-up-Name ist hier Sofa 2, einfach für Wohnzimmer. Und dann springen wir hier direkt zu den Header-Settings. Jetzt bei Button-Type nehmen wir nicht Name-Tag, sondern State. Und hier nehmen wir Wohnzimmer Lufttemperatur. Und zack, bekommen wir das hier unten rein. Natürlich ändern wir hier noch den Namen, dass hier Wohnzimmer steht. Und das ist natürlich wunderbar. Wenn ich dann das Pop-up hier aufmache, habe ich hier direkt, wie warm oder kalt das ist. Aber das ist noch nicht alles. Ist ja wie im Teleshopping heute. Wir machen hier noch ein schönes Icon. Haben wir hier sowas. Und dann haben wir hier den Header gebaut. Ich möchte euch aber noch eins mit auf den Weg geben. Jetzt könnte ja sein, dass ihr sagt, hey, ist irgendwie doof, dass ich nur die Lufttemperatur sehe. Ich möchte eigentlich auch die Luftfeuchtigkeit sehen. Ne? Gerade im Winter bei uns zum Beispiel ist es sehr trocken. Dann könnt ihr das natürlich auch wegmachen. Könnt stattdessen aber was anderes benutzen, was ich persönlich auch ziemlich cool finde. Und zwar bei Sub-Buttons Editor. Und dann erstellen wir uns hier einen neuen Sub-Button. Seht ihr, da ist so ein Knopf hinzugekommen. Dann öffnen wir das ganz kurz, können hier die Button-Settings machen. Wir nehmen dann hier nicht State Entity, genau, das ist sehr gut. Das können wir ausschalten. Jetzt haben wir aber immer noch nicht die Luftfeuchtigkeit. Ich will euch was anderes zeigen. Jetzt machen wir das zu, denn wir können noch einen Button machen. Und jetzt können wir, das wollte ich euch nämlich unbedingt zeigen, hier beim Wohnzimmer die Luftfeuchtigkeit sehen. Und dann haben wir auf einen Blick die Temperatur und nebendran die Luftfeuchtigkeit. Dann können wir das natürlich auch wegmachen. Ich lasse es jetzt drin, einfach nur, wollte euch das Ganze gezeigt haben, wollte euch unbedingt zeigen, dass bei der Bubble Card das geht. Ihr könntet tatsächlich noch mehr Sub-Buttons machen. Also ich drücke da jetzt mal mehrmals drauf. Also da geht ganz viel. Keine Ahnung, wann es aufhört. Aber ihr seid da wirklich richtig Freestyle unterwegs. Jetzt haben wir den Header gemacht und wie ihr den Raum ausgestaltet, liegt wirklich komplett an euch. Zum Beispiel könnt ihr hier einen Knopf hinzufügen und dann könnt ihr weitere Knöpfe hinzufügen. Also das mache ich jetzt nicht, ob ihr jetzt Rollläden reintut, Spotify-Player oder 10 Knöpfe. Das ist wirklich an euch überlassen. Bei dem Video vorher habt ihr gesehen, wie das bei uns aussah. Aber mir war es wichtig, dass ihr nochmal seht, dass gerade für die Räume, wo man sich aufhält, nochmal toll ist, Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt in der Bubble Card zu zeigen. Und jetzt speichern wir das Ganze einmal. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kommt hier unsere Bubble Card, was wir eben hier zusammen gebaut haben. Und so einfach baut ihr das dann einfach für alle Räume, die ihr dann einfach bei euch zu Hause habt. Ja, das brauche ich jetzt euch hier im Video nicht 10-mal vorkauen, wird euch ja dann nicht schmecken. Was wir aber noch machen in diesem Video, ist, wie man hier diesen speziellen Bereich baut. Und das ist eigentlich mehr oder weniger alles gleich bei der Roboter. Pop-up-Cards sind einfach nur die Karten vom Roboter. Ich denke, das brauche ich euch nicht zu zeigen. Da gibt es genug Videos von mir, wie ich das gemacht habe. Bei Sicherheit und Kameras sind einfach bei mir die Kamerafeeds eingebunden. Das ist auch geschenkt. Pflanzen und Außen sind einfach nur bei mir die Pflanzensensorentitäten auch geschenkt. Was ich euch aber zeigen möchte, ist hier mit Energie, wie ihr dieses Pulsierende machen könnt, weil ich denke, das ist cool. Und da kommt ihr auch in Berührung mit der Button Card. Das ist einer der mächtigsten Entwicklungen überhaupt im Home Assistant. Damit könnt ihr alles machen. Also legen wir los, machen hier ein Plus und holen uns hier mal die Button Card.
Jetzt seht ihr, die Button-Card kann man auch nicht über einen visuellen Editor machen. Da muss man wirklich wieder ins YAML rein. Ich kopiere mal kurz den Code und dann erkläre ich euch das Ganze. Wir haben hier einen Vertikalstapel, weil ihr wollt vielleicht mehrere solche spezielle Knöpfe haben für spezielle Pop-ups. Danach haben wir einen Horizontal Stack, soweit so unspektakulär. Als nächstes haben wir hier die Button Card und dort müsst ihr jetzt wie gesagt alles in YAML machen, findet ihr bei mir aber im GitHub. Dann gebt ihr hier einen Namen ein Icon dafür und dann die Farbe. Ihr könnt zum Beispiel auch hier nur als Beispiel auch gelb machen, gar kein Thema, geht alles. Dadurch, dass es die Button-Card ist, hier zum Beispiel auch das Seitenverhältnis des Knopfes verändern. Wie ihr seht, wenn ich irgendwann mal zu viele spezielle Knöpfe habe, kann ich die kleiner machen und trotzdem darauf zugreifen, sodass es immer noch auf einer Seite von meinem Mobilgerät ist. Tap Action, das kennt ihr schon, das brauchen wir auf jeden Fall und da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Spannend wird es, wenn wir uns die Button Card in einer speziellen Variante anschauen. Und zwar haben wir hier als Namen einfach Energie, das seht ihr dort wieder. Wir haben hier ein Icon dafür, soweit so gut. Wir haben hier Seitenverhältnis, auch geschenkt. Wir haben einmal die Navigation in die Bubble Card, auch gut. Spannend wird's, dieses Geblinke. Dafür braucht ihr eine Entität und ich habe hier zum Beispiel von der Batterie, wenn er entlädt und lädt, hier das reingepackt. Und jetzt habe ich hier unten ein paar einfache Regeln gemacht. Und zwar, wenn er einfach über einen bestimmten Wert ist, dann soll er orange sein und soll dann dieses Icon dafür nutzen und dann auch noch blinken in diesem Intervall. Wenn er unter einem gewissen Wert ist, dann soll er wiederum, könnte man ein anderes Icon benutzen, aber ich habe mir einfach mit einer anderen Farbe beholfen. Und auch Geblinke. Und wenn keins von beiden stattfindet, dann soll es pink sein und könnte auch nochmal ein anderes Icon machen. Mache ich jetzt nicht. Wollte euch das Ganze aber zeigen, dass es eigentlich nicht so kompliziert ist, wenn man einfach einmal durch den Code durchgeblickt hat. Drücken auf Speichern und dann hätten wir das. Und jetzt gehen wir hier rüber und holen uns einmal den Stapel und holen uns einmal die Bubble Card. Wir nehmen natürlich, ihr wisst schon, ein Pop-up. Wunderbar. Hier nehmen wir als Pop-up Energie 2, dass wir hier hergeleitet werden. Bei den Header-Settings nehmen wir natürlich Name Text. Name ist hier einfach Energie und ein Icon ist komplett euch überlassen. Ne? Ihr könnt hier irgendwas mit Elektrizität, Atom, whatever. Also ist gar nicht wichtig. Alles andere brauchen wir jetzt hier nicht zu machen, aber wir machen hier ein Plus, denn wir wollen uns noch was reinbringen. In dem Fall nur als Beispiel, weil es einfach so gut passt, die Powerflow Card Plus. Wie gesagt, wie die Powerflow Card Plus errichten könnt, dafür habe ich ein Video. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibungsbox. Ich packe das einfach nur so rein. Spannender wird's. Ich habe nämlich auch noch die Barcard reingebracht und da ist es ziemlich cool zu sehen, auf einen Blick, welchen Ladezustand die haben. Und das machen wir auch zusammen und dafür holen wir uns die Barcard. Und dort gibt es ein bisschen so einen Code-Editor, da kann man ein bisschen was machen. Hier mit Optionen und so weiter. Aber ich persönlich arbeite hier da auch lieber mit dem Code. Also packe ich hier mal kurz meinen Code rein und dann gehen wir das Ganze durch. Die Custom Barcard haben wir hier ausgewählt. Titel dafür ist einfach Batterien, das ist dieser Titel hier. Okay, könnt ihr auch weglassen, wenn ihr möchtet. Jetzt kommt der spannende Teil. Und zwar bei Celerity gibt ihr ein, wann hier diese Balken unterschiedliche Farben annehmen sollen. Und ihr seht es relativ einfach. Wir fangen hier mit einer Farbe an, rot. Dann könnt ihr hier ein Icon dafür nehmen. Ist komplett euch überlassen. Zum Beispiel so eine leere Batterie. Ich habe jetzt nichts, was rot ist. Und das geht zum Beispiel von 0 bis 25. Relativ banal. Und dann machen wir noch einen zweiten Eintrag, nehmen dafür zum Beispiel Orange, und das seht ihr zum Beispiel hier. Dann eine Batterie, die 50% gefüllt ist, als Icon. Und das geht von 26 bis 50. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel 60 oder 70 machen, ist euch überlassen. Und als drittes nehmen wir die Farbe Grün, eine volle Batterie, zum Beispiel hier. Und das geht dann von 51 bis 100. That's it. Und das Allerbeste ist, dann klatscht ihr nur noch hier unten die Entitäten rein, welche Batterien besitzen. Und dann sieht das Ganze wie folgt aus. Und ich persönlich finde das ziemlich cool. Und dann haben wir das Ganze hier gemacht, speichern das Ganze, drücken auf Fertig. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, seht ihr, kommen wir hier zu unserem Bereich rein. That's it. Easy peasy, Leute. Jetzt wisst ihr auch, wie es geht und könnt das Ganze bei euch zu Hause eintragen.
Und jetzt kommen wir noch zum krönenden Abschluss. Damit wir hier diese Leiste nicht sehen auf unserem Mobilgerät, müssen wir noch den Kiosk-Mode hier hinzufügen. Dazu gehen wir oben rechts zum Bleistift. Natürlich muss Kiosk-Mode schon bei euch installiert sein im Hex. Und dann zum RAW-Konfigurationseditor. Dann gebt ihr einfach hier oben über den Background folgenden Code ein. Packe ich euch auch ins GitHub. Dann habt ihr das auch. Und ganz wichtig, wir haben hier Mobile Settings True. Könntet ihr zum Beispiel auch auf dem Desktop machen. Aber so könnt ihr das dann immer noch auf dem Desktop immer noch löschen, sodass dann auch bei Mobile dann die Leiste wieder sichtbar ist, wenn ihr dann das wieder irgendwann mal zurückhaben wollt. Und dann speichern wir das Ganze und gehen hier einmal raus und das war's dann auch schon. Und spannend ist ja, wie sieht das Ganze denn nun auf dem Handy aus? Und tatsächlich, das, was wir gebaut haben, sieht so aus. Also, und wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten da drauf drücke, dann seht ihr, geht hier die Bubble Card auf mit der Powerflow Card von eben. Und somit wären wir durch. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt genug Impulse geben, euch die Angst nehmen, dass das Ganze nicht so kompliziert ist. Ich habe euch gezeigt, wie wir das damals gebaut haben bei uns zu Hause. Jetzt könnt ihr dieses Werkzeug nehmen, dieses Wissen und für euch bei euch zu Hause das perfekte Dashboard für euch bauen. Wenn euch das Ganze geholfen hat, über ein Like, Leute, ihr wisst, das Algorithmus-Game, es funktioniert leider nur so. Würde mich riesig freuen. Es war sehr viel Arbeit, das Ganze für euch vorzubereiten und das Video hier aufzunehmen und zu schneiden. Ich sage schon mal Dankeschön. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Wenn jemand anderes unbedingt sehen sollte, wie man so ein Dashboard mit den Bubble Cards nachbaut, nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich denke, die bedanken sich schon mal im Voraus. Ansonsten, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, packt das unten in die Kommentare. Und wenn ihr zum Beispiel Probleme habt, kommt einfach zu uns ins Forum community-smarthome.com und dann helfen wir euch dort auch, euer perfektes Dashboard zu bauen. Somit wären wir durch. Bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.